Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier bei den Eisenbahnfreunden Vaterstetten bei einer Ausstellung, die hier in Vaterstetten am Reisberger Hof ist. Und ich begrüße jetzt hier den Dirk Diekmann, der hat nicht eine Eisenbahn dabei, sondern eine Straßenbahn. Genau. Wie kommt man auf die Idee, eine Straßenbahn als Anlage zu bauen? Ja, das kommt daher, weil ich aus Hannover eigentlich geboren bin und Hannover bedeutet Straßenbahn eigentlich von A bis O. Und daher habe ich halt dann die Straßenbahn von Hannover versucht nachzubauen. Und das sind jetzt hier Module, die dann einzelne Themen dieser Östra in Hannover haben. Richtig, genau. Dieses Modul, wo Sie jetzt vorstehen, das ist die Leitzentrale, die es dann halt auf dem Betriebshof Leinhausen gibt. Mit einem E-Bus Ladestation, die es so in Hannover auch immer an den Endpunkten gibt. Des Weiteren haben wir an dem anderen Modul, das ist die Einfahrt zum Betriebshof, wo auch der Spitzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg dort halt zu sehen ist. Dort. Und das ist eine typische Hochbahnstation, wie sie halt in Hannover eigentlich gang und gäbe ist. Das heißt, die Hochgesetzten dann mit relativ hoher Kante. Ich kann mich so erinnern an meine Zeit, an der ich noch zur CeBIT nach Hannover gefahren bin, so 60, 70 Zentimeter hoch, glaube ich, oder so. Ja, ungefähr so in der Höhe, halt, weil die heutigen Straßenbahnen haben gar keine Trittklappstufen mehr, sondern sind nur noch oberhalb erreichbar. Das heißt, man hat gar keine ebenerdigen Haltestellen mehr, bei denen man runter zur Straße muss? Nein, es ist nichts mehr niederflurig, ist nichts mehr vorhanden in Hannover. Hannover hat nur noch Hochbahnsteige und in einer U-Bahn-Station. Daher ist es ja eine Stadtbahn, nicht nur U-Bahn und nicht Straßenbahn in und Hannover. Hier ist eine Anzeige angedeutet oder funktioniert die richtig? Die funktioniert in Echtzeit, wie sie auch wirklich ist. Und auch die Straßenbahn-Haltestellen, Endpunkte, die da drauf verzeichnet sind, gibt es in Wirklichkeit. Das heißt, das wechselt tatsächlich? Ja, in Echtzeit. Wenn ich danach fahren würde, wäre es allerdings ziemlich mager auf der Anlage. Das spare ich mir jetzt, das wird zu langweilig wahrscheinlich. Dann sind hier Betriebsfahrzeuge nachgebildet. Richtig, das ist bei der Einfahrt, weil der Betriebshof zurzeit leider nicht dabei ist bei dieser Ausstellung hier. Das ist immer wahrscheinlich eine Platzfrage, wenn man einen LKW bräuchte und so kann man mit dem Kombi noch fahren. Richtig, weil der ist alleine schon, der Betriebshof hätte eine Größe von 1,10 Meter auf 1,60 Meter. Also das ist schon mit Instandsetzungszahl allem drum und dran. Das ist jetzt hier ein Zwei-Wege-Bagger, der im Einsatz ist und hier so ein typisches, wie heißt es, Dienstfahrzeug? Das ist ein RTW 5210 ist das. Dann haben wir hier ein gelbes Fahrzeug, wir schleifen die Gleise. Das heißt also Gleise leise. Gleise leise, aha. Ja, der ist halt umgebaut, der kann wirklich richtig die Schienen schleifen. Den setze ich ab und zu mal ein, damit die Schienen auch sauber bleiben. Das ist so eine typische Stadtlandschaft mit ein bisschen Reliefgebäuden, die hier nachgebildet sind oder als Relief aufgebaut sind. Genau so sieht es aus. So sieht es im Gewerbe, im Bereich Stöcken bei Hannover aus. Und wenn der jetzt dann weiterkommt... Mit Wäscheleine, mit allem drum und dran, liebevoll ins Detail gesetzt. Die Oberleitung ist hier nur angedeutet mit entsprechenden Masten. Richtig. Weil das wahrscheinlich bei einer Modulanlage einfach keinen Sinn macht, Oberleitungen auch noch umbauen zu müssen. Das ab und an machen würde dann, der Verschleiß wäre zu hoch. Dieses hier ist die Hemelingstraße. Diese Schleife gibt es leider nicht mehr. Die ist 1999 komplett abgebaut worden. Aber bei mir darf sie halt weiter leben. Da links daneben sieht man noch den Stöckener Friedhof, angrenzte damals die Schleife. Und jetzt kommen wir zu meinem neuesten Modul, das ist Fasankrug. Das ist am Ende von Hannover, kurz vor Isernhagen. Die Schleife wird es leider bald nicht mehr geben. Daher habe ich sie nachgebaut. Genauso wie die Kiosk oder das Toilettenhäuschen aus Holz nachgebaut sind, komplett alles nachgemessen. Das heißt, hier wird ein Stück Zeitgeschichte für die Ewigkeit aufrechterhalten. Richtig. Also diese Schleife dann kann man sich wenigstens im Nachhinein noch anschauen und vorstellen, wie es mal war. Genauso sieht es aus. Genauso wie es auch mit der Hemelinger Straße, die Schleife. Das sind zwei Zeitzeugen hier, diese beiden Module hier für die Zukunft. Und da kann er in dieser Schleife dann tatsächlich
ein Zug dann von der Reihung her dann noch wieder hinten vorfahren und kann dann überholen quasi. Eine Straßenbahn kann die andere überholen, richtig. Das ist auch eine Besonderheit, die es früher mal gab, die es jetzt schon, glaube ich, nicht mehr gibt. Oder wie ist das? Selten. In München gibt es das noch, aber in Hannover gibt es das, glaube ich, noch an 2 Stellen. Aber das war es dann auch. Leider. Und in Zukunft gibt es dann gar keine Schleifen mehr in Hannover? Oder? Nein, weil da werden nur noch Stumpfgleise benutzt. Überwiegend. Das heißt, da gibt es dann nur noch Triebwägen, die vorne und hinten einen Führerstand haben? Richtig. In Hannover gibt es jetzt mittlerweile eigentlich keine im aktiven Dienst mehr befindlichen Einrichter. Es gibt nur noch 2 Richterfahrzeuge. Und daher braucht man das halt nicht mehr. Es ist nur noch für die Oldtimer gedacht, die halt dann die Schleifen noch 100%ig brauchen und benötigen, um überhaupt Sonderfahrten machen zu können. Und wie fahren Sie hier mit der Anlage? Digital, analog oder wie wird bei Ihnen gesteuert? Ich kann sowohl als auch fahren. Wenn ich möchte und die ganz alten Fahrzeuge fahren lassen möchte, dann könnte ich analog fahren. Ansonsten fahre ich mit der Z21 von Rocco mit dem Handy und auch einem Tablet. Damit kann man bis zu 5 Straßenbahnen gleichzeitig steuern, wenn man das möchte. Das heißt, die Triebfahrzeuge sind alle schon digitalisiert? Die sind alle digitalisiert. Sind das jetzt Serienfahrzeuge, die man irgendwo ganz normal kaufen kann? Oder ist das Eigenbau oder eine Mischung? Nein, es gibt sowie als auch. Es sind auf dieser Anlage sind zurzeit jetzt alles Markenfirmen, so wie Halling oder auch wie Rocco, die hier fahren. Unter anderem dieses Modell zum Beispiel wäre ein Modell, welches selbst gebaut ist, das nicht fährt. Also momentan noch Standmodell, irgendwann digitalisiert und irgendwann Genau. wird es dann tatsächlich fahren. Genau. Vorbild irgendwo 50er Jahre, 40er Jahre oder wie? 60er Jahre. 60er Jahre, das ist ein TW 400. Die hatten sie damals auch schon fast vorgesehen für den Tunneldienst, welches aber nicht passiert ist, weil die 6000er frühzeitig kamen. Gut, und das dahinter ist jetzt dann ein ganz normales, klassisches, können wir die wieder wegnehmen. Das ist ein TW 500, der auch im Liniendienst so nicht mehr fährt, aber den haben sie auch noch im Museumsbereich, haben sie davon noch 2 Stück. Und den liefert welche Firma? Das war die Firma Düberg, die hatte die gebaut damals. Als Modell? Oder Nein, als Vorbild? Modell nicht. Also, Modell ist es ein Rocco. Modell ist ein Rocco, aha. Gut, ich muss fragen, weil ich von Straßenbahnen, was die Modelle angeht, überhaupt keine Ahnung habe, muss ich ja zugeben. Alles gut. Gut, eine wunderschöne Anlage. Insgesamt tippe ich jetzt mal 6 Meter lang, vielleicht. Sie ist 6 Meter lang, nächstes Jahr wird sie 8. Das heißt, steht schon fest, dass Sie nächstes Jahr wiederkommen. Ja. Dann wünsche ich dem Dirk Diekmann viel Spaß morgen noch auf dem 2. Tag der Ausstellung und bedanke mich hier für die Erklärungen. Ich danke Ihnen.